Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuesten Projekt. Dieses Mal tausche ich meine bestehende Arbeitsplatte gegen eine neue, verbesserte aus. Als ich die Werkbank baute, ist mir dabei ein kleines Missgeschick passiert. Die Arbeitsplatte der Werkbank bestand ursprünglich aus zwei Platten. Durch eine eher unglückliche Lagerung hat sich eine Platte verzogen und die Oberfläche wölbte sich. Leider habe ich diese Wölbung nicht wegbekommen und habe mich bisher damit arrangiert. Über die Zeit kamen immer mehr Dinge zur Arbeitsplatte dazu. Ein besseres Licht, ein Schraubstock, der leider über die Kante ging, sowie Löcher für die Kappsäge. Nun wollte ich eine neue Arbeitsplatte mit einem 20 mm Lochraster sowie einem besser montierten Schraubstock erstellen. Beginnen wir mit dem Plan. Die neue Arbeitsplatte soll eine Größe von 150 x 105 cm haben. Auf einer der Längsseiten soll der Schraubstock befestigt werden. Die gesamte Fläche wird mit einem Lochraster versehen. Es gibt verschiedene Größen und Abstände, für die es wiederum unterschiedliches Zubehör, wie zum Beispiel Bankhaken, gibt. Ich habe mich für einen Lochabstand von 20 cm und einem Lochdurchmesser von 2 cm entschieden, da ich bereits Zubehör für diese Variante habe. Der Plan ist recht simpel. Man zeichnet die ersten Löcher und kopiert diese immer wieder, sodass am Ende die gesamte Platte mit Löchern versehen ist. Hier seht ihr, wie die Arbeitsplatte aussehen wird. Kommen wir zum Basteln. Damit die Löcher des Lochrasters immer denselben Abstand haben, ist eine Bohrvorlage erforderlich. Diese muss sehr genau erstellt werden, weil mit dieser eben alle Löcher auf der Arbeitsplatte gebohrt werden. Daher ist ein genaues Anzeichnen und Bohren sehr wichtig. Danach markiere ich die Bohrungen auf der Arbeitsplatte. Dies ist nur eine Hilfestellung für das eigentliche Bohren. Das Bohren mit der Vorlage habe ich wie folgt gemacht. Für das erste Loch habe ich die Vorlage an der Arbeitsplatte fest gezwingt. Nach der Bohrung habe ich einen Rundstab in das Loch geklopft und dann die anderen Bohrungen vorgenommen. Bei allen weiteren Bohrungen habe ich die Bohrvorlage immer mit zwei Rundstäben befestigt. So wurden die Abstände der Bohrvorlage eingehalten. Bei großen Lochdurchmessern ist es ratsam, von beiden Seiten zu bohren, um einen Ausriss am Holz zu verhindern. In meinem Fall habe ich direkt durchgebohrt, da die Unterseite nicht so wichtig ist. An vielen Löchern habe ich Ausrisse, aber da es sich um die Unterseite der Arbeitsplatte handelt, ist mir das nicht so wichtig gewesen. Um die Kanten abzurunden, habe ich alle Löcher und Kanten mit dem Fasefräser bearbeitet. Danach erfolgt das Schleifen, welches die Basis für das Lackieren der Platte darstellt. Doch zuvor muss noch eine Unterlage für den Schraubstock erstellt werden. Der Schraubstock überragte bei der alten Platte die Kante. Um dies zu verhindern, ist eine Unterlage an der Unterseite der Arbeitsplatte erforderlich. Diese wird mit der Arbeitsplatte verleimt und mit vielen Schrauben fixiert. Danach erfolgt das Lackieren der Oberfläche. Ich habe mich für Klarlack entschieden, da dieser die Oberfläche resistenter macht. Nachdem ich die Arbeitsplatte mit dem Untergestell verbunden habe, wird nun der 10 Kilo schwere Schraubstock befestigt. Dies erfolgt mit großen Schrauben und Muttern. Die Schrauben werden in der Arbeitsplatte versenkt. Mit der zuvor befestigten Unterlage überragt der Schraubstock nicht mehr die Kante der Arbeitsplatte.
Hier könnt ihr das Ergebnis betrachten. Der größte Aufwand waren die Bohrungen auf der Arbeitsplatte. Eine genau gefertigte Bohrvorlage hilft sehr bei der Erstellung eines Lochrasters. Das war es auch schon wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!